Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den stillen, staubigen Lagerräumen großer Museen liegen Fragmente aus Ton, bedeckt mit winzigen, keilförmigen Zeichen. Sie erzählen nicht von Königen oder Kriegen, sondern von den Zyklen des Mondes, den Wanderungen der Planeten und der Vorhersage von Finsternissen, mit einer Präzision, die unserem modernen Verständnis der Antike zu widersprechen scheint. Wie konnten Menschen vor über 2000 Jahren ohne Teleskope eine solche mathematische Eleganz erreichen? Das ist das wahre Rätsel, das in diesen Tafeln verborgen liegt. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie die Geräusche des Alltags verklingen. Wir begeben uns auf eine Reise, nicht nur durch den Raum, sondern auch tief in die Zeit, in eine Welt, die von zwei Flüssen genährt wurde, dem Euphrat und dem Tigris. Hier, im alten Mesopotamien, dem Land zwischen den Flüssen, beginnt unsere Geschichte. Stellen Sie sich eine Landschaft vor, die vom Rhythmus der Natur bestimmt wird. Die jährlichen Überschwemmungen brachten fruchtbaren Schlamm, aber auch Zerstörung. Das Überleben hing davon ab, die Zyklen zu verstehen, die Ankunft der Fluten, die richtige Zeit für Aussaat und Ernte vorauszusehen. Die Menschen blickten nach oben, nicht aus philosophischer Neugier, sondern aus purer Notwendigkeit. Der Himmel war ihr Kalender, ihre Uhr, ihr Kompass. Die Sonne markierte den Tag, ihre Bahn über den Horizont, den Wechsel der Jahreszeiten. Noch wichtiger aber war der Mond. Seine Phasen, von der schmalen Sichel bis zum vollen Rund, boten einen verlässlichen und leicht zu zählenden Rhythmus. Ein Monat war die Zeit von einem Neumond zum nächsten. Diese frühen Beobachter, Bauern und Hirten, waren die ersten Astronomen. Ihre Instrumente waren ihre Augen, ihr Notizbuch, der weiche Ton der Flussufer. Sie erkannten Muster. Bestimmte Sterne erschienen am Horizont kurz vor der jährlichen Flut, andere kündigten die heißesten Monate an. Dieses Wissen war Macht. Es war der Unterschied zwischen einer reichen Ernte und einer Hungersnot. Und so begannen sie, dieses Wissen festzuhalten. In weiche Tontafeln drückten sie mit einem Schilfrohrgriffel kleine Keile, die Geburt der Keilschrift und der Beginn der systematischen Aufzeichnung. Diese ersten Tafeln waren einfach: Listen von Mondphasen, Notizen über die Sichtbarkeit der Venus, die sie als Morgen- und Abendstern kannten. Es war noch keine Wissenschaft im modernen Sinne, keine Suche nach physikalischen Gesetzen. Es war ein Dialog mit dem Kosmos, ein Versuch, seine Sprache zu lernen, um im Einklang mit ihm zu leben. Aus diesen bescheidenen Anfängen, aus dem Flüstern des Tons und dem aufmerksamen Blick zum Firmament, sollte sich eine der größten intellektuellen Leistungen der Antike entwickeln. Mit dem Aufstieg der ersten Städte wie Uruk, Ur und Babylon verlagerte sich das Zentrum des Wissens. Die Beobachtung des Himmels war nicht länger nur die Domäne der Bauern. Sie wurde institutionalisiert, zu einer heiligen Pflicht, die in die Hände einer neuen, mächtigen Klasse gelegt wurde: der Priesterschaft. Im Herzen jeder mesopotamischen Stadt erhob sich ein Zikkurat, ein massiver Stufentempel, der wie eine künstliche Brücke zwischen Erde und Himmel wirkte. Auf seiner höchsten Plattform, weit über dem Staub und Lärm der Stadt, war der Himmel zum Greifen nah. Hier, in der kühlen Nachtluft, führten die Priester-Astronomen ihre Beobachtungen durch. Ihre Aufgabe war nun eine doppelte. Einerseits
führten sie die praktische Arbeit der Kalendererstellung fort, die für die Landwirtschaft und die Planung religiöser Feste unerlässlich war. Andererseits sahen sie im Himmel die Wohnstätte der Götter. Jedes Gestirn wurde mit einer Gottheit assoziiert: der Mondgott Nanasuen, der Sonnengott Shamash, die strahlende Venus als Göttin Ishtar. Die Bewegungen dieser Himmelskörper waren daher keine zufälligen Ereignisse mehr. Sie waren Botschaften, Zeichen, Omen. Der Himmel wurde zu einer göttlichen Tafel, auf der das Schicksal des Königs und des Reiches geschrieben stand. Die Tempelkomplexe wurden zu riesigen Archiven. Über Generationen hinweg sammelten, kopierten und studierten die Priester ihre Beobachtungen auf Tausenden von Tontafeln. Sie bauten eine immense Datenbank des Himmels auf. Jede Finsternis, jede besondere Planetenkonstellation, jede ungewöhnliche Erscheinung wie ein Halo um den Mond wurde akribisch mit den Ereignissen auf der Erde korreliert. Wenn eine Mondfinsternis stattfand und kurz darauf der König erkrankte, wurde dies als kausaler Zusammenhang vermerkt. So wandelte sich die Astronomie langsam von einer rein beobachtenden zu einer deutenden Disziplin. Sie war untrennbar mit Theologie und Staatskunst verwoben. Der Zikkurat war nicht nur ein Observatorium, er war das Nervenzentrum des Reiches, wo göttlicher Wille interpretiert und in politische Handlung umgesetzt wurde. Die Priester im Schatten dieser gewaltigen Bauten waren die wahren Hüter der Macht. Die schiere Menge an Daten, die über Jahrhunderte in den Tempelarchiven gesammelt wurde, führte zu einem entscheidenden intellektuellen Sprung. Die babylonischen Gelehrten begannen, über die reine Beobachtung und Korrelation hinauszugehen. Sie suchten nach tieferen, vorhersagbaren Mustern in den Himmelsbewegungen. Dies war die Geburtsstunde der mathematischen Astronomie. Ihr mächtigstes Werkzeug war nicht das Teleskop, sondern ihr Zahlensystem. Das Sexagesimalsystem, basierend auf der Zahl 60, erwies sich als außerordentlich flexibel für astronomische Berechnungen. Wir verdanken ihm noch heute unsere Einteilung der Stunde in 60 Minuten und des Kreises in 360 Grad. Mit dieser mathematischen Grundlage begannen die Astronomen, die periodischen Zyklen der Himmelskörper zu analysieren. Sie entwickelten arithmetische Methoden, um die Positionen von Mond und Planeten für beliebige Zeitpunkte in der Zukunft oder Vergangenheit zu berechnen. Sie erstellten sogenannte Ephemeriden, systematische Tabellen, die Tag für Tag die erwarteten Positionen von Sonne, Mond und den 5 mit bloßem Auge sichtbaren Planeten auflisteten. Dies war eine Revolution. Man war nicht mehr darauf angewiesen, auf ein Omen zu warten. Man konnte es vorhersagen. Die Babylonier entdeckten komplexe Zyklen wie den Saros-Zyklus, eine Periode von etwas mehr als 18 Jahren, nach der sich Sonnen- und Mondfinsternisse in ähnlicher Weise wiederholen. Diese Fähigkeit zur Vorhersage war verblüffend präzise. Ihre berechneten Positionen weichen oft nur um Bruchteile eines Grades von den tatsächlichen, mit modernen Methoden ermittelten Werten ab. Die Keilschrift, einst für einfache Inventarlisten entwickelt, wurde nun zur Sprache komplexer algebraischer Algorithmen. Die Tontafeln füllten sich nicht mehr nur mit Beobachtungen, sondern mit Kolonnen von Zahlen, mit Berechnungen von Geschwindigkeiten und Positionen, mit arithmetischen Reihen, die die subtilen Variationen in den Bahnen der Himmelskörper modellierten. Es war ein stiller, aber monumentaler Wandel. Von der passiven Deutung des Himmels zur aktiven, mathematischen Beschreibung seiner inneren Ordnung. Die Götter mochten noch immer am Himmel wohnen, aber ihre Bewegungen folgten
folgten nun berechenbaren mathematischen Gesetzen. Trotz des Aufstiegs der mathematischen Präzision blieb der primäre Zweck der babylonischen Astronomie die Divination, die Deutung göttlicher Zeichen. Die beeindruckendste Sammlung dieser himmlischen Vorhersagen ist eine monumentale Serie von rund 70 Tontafeln, bekannt als Enuma Anu Enlil. Der Name bedeutet als die Götter Anu und Enlil und verweist auf die Schöpfungsmythen, in denen die Götter die Himmelskörper als Zeichen für die Menschheit einsetzten. Dieses Werk war das Standardreferenzhandbuch für jeden babylonischen Hofastronomen. Es enthielt Tausende von Omina, die auf dem Prinzip „Wenn X am Himmel geschieht, wird Y auf der Erde folgen“ basierten. Die Bandbreite war enorm. Ein typisches Omen könnte lauten: Wenn der Mond am ersten Tag des Monats sichtbar ist, wird das Land in Frieden leben. Oder komplexer: Wenn Jupiter in den Bereich des Sternbildes Krebs eintritt und heller wird, wird der König von Akkad einen mächtigen Feind besiegen. Diese Omina waren nicht willkürlich. Sie waren das Ergebnis jahrhundertelanger empirischer Datensammlung. Jedes ungewöhnliche Himmelsereignis wurde mit den nachfolgenden politischen, militärischen oder landwirtschaftlichen Ereignissen abgeglichen. Aus dieser Korrelation leiteten die Priester ihre Regeln ab. Für uns heute mag das wie Aberglaube klingen, aber für die Babylonier war es eine rationale Wissenschaft, die auf der Grundannahme eines geordneten, von den Göttern gesteuerten Kosmos beruhte. Der Himmel war ein Spiegel der Erde. Unordnung am Himmel, wie eine unerwartete Finsternis oder die retrograde Bewegung eines Planeten, kündigte Unordnung auf Erden an. Die Aufgabe des Astronomen war es, diese Warnungen zu lesen und dem König zu übermitteln. Oft beinhaltete dies auch Ratschläge für Rituale, um das drohende Unheil abzuwenden. Die mathematische Astronomie diente also diesem Zweck. Die präzise Vorhersage einer Mondfinsternis war nicht nur eine intellektuelle Übung. Sie gab dem König und den Priestern Zeit, sich vorzubereiten, die Götter zu besänftigen und die Kontrolle über das Schicksal zu wahren. Enuma Anu Enlil ist somit mehr als eine Kuriositätensammlung. Es ist das Fenster in die Seele einer Kultur, die im ständigen Dialog mit dem Universum lebte und versuchte, ihre Ordnung in den majestätischen, aber auch furchteinflößenden Bewegungen der Sterne zu finden. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie den Lärm des Tages verklingen. Wir reisen nun zurück in eine Zeit, in der die Nacht noch eine unendlich tiefe, samtige Dunkelheit besaß, nur durchbrochen vom kalten Feuer der Sterne. Stellen Sie sich einen babylonischen Priesterastronomen vor, wie er Nacht für Nacht auf der obersten Stufe einer Zikkurat steht, der kühle Wüstenwind an seiner Robe zupft und sein Blick fest auf den Himmel gerichtet ist. Was er dort tat, war keine flüchtige Beobachtung. Es war der Beginn eines der ehrgeizigsten wissenschaftlichen Projekte der Menschheitsgeschichte. Wir nennen diese Aufzeichnungen heute die astronomischen Tagebücher. Sie sind weit mehr als nur eine Liste von Sternenkonstellationen. Sie sind das akribische, über Generationen geführte Protokoll des Kosmos. Von etwa 750 vor Christus bis ins erste Jahrhundert nach Christus, also über einen Zeitraum von fast 800 Jahren, wurde fast jede Nacht der Zustand des Himmels dokumentiert. Man muss sich diese unvorstellbare Kontinuität vor Augen führen. Dynastien stiegen auf und fielen, Kriege wurden geführt, ganze Reiche zerfielen zu Staub, doch die Beobachter in Babylon, Uruk und anderen mesopotamischen Städten setzten ihre Arbeit unbeirrt fort. Auf feuchten Tontafeln ritzten sie mit einem Griffel ihre Keilschriftzeichen ein.
Sie notierten die Position des Mondes bei seinem Auf- und Untergang, seine Beziehung zu bestimmten Sternen. Sie verzeichneten die erste und letzte Sichtbarkeit von Planeten am Horizont, ihre Stillstände und ihre rückläufigen Bewegungen. Aber diese Tagebücher waren nicht rein astronomisch. Sie waren ein Spiegel des babylonischen Weltbildes, in dem Himmel und Erde untrennbar verbunden waren. Neben den Positionen von Jupiter und Venus finden wir daher auch den Preis für Gerste, den Wasserstand des Euphrat oder Berichte über politische Ereignisse. Für sie war ein Komet am Himmel nicht von einer Hungersnot auf der Erde zu trennen. Alles war Teil eines großen kosmischen Ganzen. Diese systematische Datensammlung, diese unermüdliche Geduld über Jahrhunderte hinweg, schuf das Fundament, auf dem alles Weitere aufbaute. Es war kein Suchen nach plötzlicher Erleuchtung, sondern die langsame, methodische Anhäufung von Wissen, Korn für Korn, Stern für Stern, Nacht für Nacht. Aus der schier unendlichen Datenmenge der astronomischen Tagebücher begann sich langsam, fast unmerklich, ein Muster herauszuschälen. Es war ein Rhythmus im kosmischen Tanz, eine verborgene Symmetrie, die nur den geduldigsten Beobachtern zuteil wurde. Dieses Muster betraf die dramatischsten Ereignisse am Himmel, die Finsternisse. Eine Sonnen- oder Mondfinsternis war für die antiken Völker ein Moment von tiefgreifender Bedeutung, oft als Omen oder Zeichen göttlichen Zorns gedeutet. Die Fähigkeit, ein solches Ereignis vorauszusagen, war daher nicht nur eine wissenschaftliche Leistung, sondern auch ein Instrument von unschätzbarer religiöser und politischer Macht. Die Babylonier waren die ersten, die diesen Code knackten. Sie entdeckten, was wir heute den Saros-Zyklus nennen. Durch den Vergleich von Hunderten von Jahren an Aufzeichnungen stellten sie fest, dass sich Konstellationen, die zu einer Finsternis führen, in einem regelmäßigen Zyklus wiederholen. Dieser Zyklus dauert etwa 18 Jahre, 11 Tage und 8 Stunden. Nach Ablauf dieser Zeit stehen Sonne, Mond und Erde wieder in fast der gleichen Position zueinander. Eine Finsternis, die heute stattfindet, wird sich also in etwas mehr als 18 Jahren unter sehr ähnlichen Bedingungen wiederholen. Die Babylonier kannten die genauen physikalischen Ursachen nicht. Sie wussten nichts von der Neigung der Mondbahn oder den komplexen Gravitationskräften. Aber das war auch nicht nötig. Ihre Wissenschaft war phänomenologisch. Sie basierte auf der reinen Beobachtung und der mathematischen Beschreibung von Mustern. Sie erstellten Listen, sogenannte Saros-Tafeln, die Finsternisse über lange Zeiträume hinweg katalogisierten. Mit diesen Tafeln konnten sie nicht mehr nur reagieren, sondern agieren. Sie konnten vorhersagen, wann der Mond sich verfinstern oder die Sonne ihr Licht verlieren würde. Es ist schwer zu überschätzen, was für ein gewaltiger intellektueller Sprung das war. Es war der Übergang von der reinen Beobachtung zur prädiktiven Wissenschaft. Der Himmel war nicht mehr nur ein Ort unerklärlicher göttlicher Launen, sondern ein riesiges, komplexes Uhrwerk, dessen Ticken man zu verstehen und zu berechnen gelernt hatte. Die Angst vor dem Unbekannten wich der Gewissheit der Berechnung. Das Universum offenbarte eine innere Ordnung, und die babylonischen Astronomen waren die ersten, die ihre Sprache verstanden. Nachdem sie das Rätsel der Finsternisse gelöst hatten, wandten sich die babylonischen Astronomen einer noch größeren Herausforderung zu: den wandernden Sternen, den Planeten. Anders als die Fixsterne, die in ihren Konstellationen verharrten, zogen die Planeten in komplexen, scheinbar unregelmäßigen Bahnen über den Himmel.
Ihre Bewegungen zu verstehen und vorherzusagen, war die Königsdisziplin der mesopotamischen Astronomie. Sie konzentrierten sich dabei nicht auf die Zeit, die ein Planet für eine volle Umrundung der Sonne benötigt. Das ist die siderische Periode. Stattdessen interessierte sie die synodische Periode, die Zeit, die ein Planet braucht, um von der Erde aus gesehen wieder an derselben Position relativ zur Sonne zu erscheinen. Zum Beispiel von einer Opposition zur nächsten. Dies war der für sie relevante Zyklus, der den Rhythmus des Planeten am Nachthimmel bestimmte. Nehmen wir Jupiter, den leuchtenden König der Planeten. Die Babylonier beobachteten ihn über Jahrzehnte und stellten fest, dass er etwa alle 399 Tage wieder in Opposition zur Sonne stand. Noch faszinierender war seine scheinbar rückläufige Bewegung, wenn die schnellere Erde ihn auf ihrer inneren Bahn überholte. Für die Babylonier war dies kein Fehler im System, sondern ein wesentlicher Teil des Charakters des Planeten. Ein rhythmisches Vor- und Zurücktanzen am Firmament, das es zu entschlüsseln galt. Ähnlich verhielten sie sich bei Saturn, dem langsamen fernen Wächter. Sie berechneten seine synodische Periode auf etwa 378 Tage. Sie notierten präzise, in welchem Abschnitt des Zodiacs der Planet seine Schleifen zog und wie lange diese Phasen dauerten. Sie erkannten, dass diese Zyklen nicht perfekt regelmäßig waren, aber sie waren berechenbar. Sie entwickelten komplexe arithmetische Schemata, um die Positionen der Planeten für Jahre, ja Jahrzehnte im Voraus zu bestimmen. Sie erstellten Ephemeriden, Tabellen, die die Position eines Himmelskörpers für eine Reihe von Daten in der Zukunft auflisten. Diese Tafeln waren keine groben Schätzungen. Sie waren von einer erstaunlichen Genauigkeit, die oft nur um Bruchteile eines Grades von den tatsächlichen Positionen abwich. Ohne Teleskope, nur mit bloßem Auge, einfachen Visierinstrumenten und der Macht der Mathematik verwandelten sie das scheinbare Chaos der planetarischen Pfade in eine vorhersagbare, geordnete Choreografie. Die schiere Präzision der babylonischen Vorhersagen wirft eine faszinierende Frage auf. Wie genau haben sie das gemacht? Die Antwort liegt in zwei hochentwickelten mathematischen Methoden, die von modernen Assyriologen als System A und System B bezeichnet werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies keine physikalischen Modelle waren. Die Babylonier versuchten nicht, ein geometrisches Modell des Sonnensystems zu erstellen, wie es später die Griechen taten. Sie fragten nicht nach dem Warum, sie fragten nach dem Wann und Wo. Ihre Systeme waren reine Rechenverfahren, brillante mathematische Abstraktionen, die dazu dienten, beobachtete Phänomene präzise vorherzusagen. System A ist das ältere der beiden und kann als Stufenfunktion beschrieben werden. Die Astronomen teilten die Bahn eines Planeten, den Zodiac, in verschiedene Abschnitte ein. Für jeden Abschnitt nahmen sie an, dass sich der Planet mit einer konstanten, aber unterschiedlichen Geschwindigkeit bewegt. Zum Beispiel bewegt er sich auf einem Bogen schnell, mit x Grad pro Monat, und auf dem gegenüberliegenden Bogen langsam, mit y Grad pro Monat. Der Übergang von einer Geschwindigkeit zur anderen geschieht abrupt, wie eine Stufe. Es ist eine simple, aber bemerkenswert effektive Methode, um die Geschwindigkeitsänderungen eines Planeten auf seiner Umlaufbahn zu approximieren. System B, das später entwickelt wurde, ist mathematisch noch eleganter. Es verwendet eine Zickzack-Funktion. Anstatt die Geschwindigkeit abrupt zu ändern, nimmt dieses System an, dass die Geschwindigkeit des Planeten linear zu und dann wieder abnimmt. Wenn man die Geschwindigkeit über die Zeit aufträgt,
ergibt sich eine Zickzacklinie. Dieses Modell kommt der tatsächlichen, sinusförmigen Geschwindigkeitsänderung eines Planeten auf einer elliptischen Bahn schon erstaunlich nahe. Beide Systeme existierten nebeneinander, manchmal wurden sie sogar in derselben Stadt für unterschiedliche Planeten verwendet. Es gab keine Rivalität zwischen ihnen. Sie waren einfach zwei verschiedene Werkzeuge für denselben Zweck: die Zukunft des Himmels zu berechnen. Diese Trennung von mathematischer Vorhersage und physikalischer Realität ist ein fundamentaler Aspekt der babylonischen Wissenschaft. Sie schufen eine rein arithmetische Astronomie von atemberaubender Komplexität und Genauigkeit, die ohne ein einziges geometrisches Modell auskam. Ein Triumph der reinen Zahl. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie uns gemeinsam in die Stille der mesopotamischen Nacht eintauchen. Bisher haben wir die Babylonier als akribische Beobachter kennengelernt, als Sammler von Daten, deren Geduld die Jahrhunderte überdauerte. Doch ihre größte intellektuelle Leistung liegt nicht allein im Sammeln von Fakten, sondern in dem, was sie damit taten. Sie vollzogen einen der bedeutendsten Schritte in der Geschichte des menschlichen Denkens: den Übergang von der reinen Beobachtung zur abstrakten mathematischen Modellierung. Stellen Sie sich vor, Sie blicken Nacht für Nacht zum Himmel. Sie sehen, wie Jupiter langsam seine Bahn zieht, mal schneller, mal langsamer wird, seine Richtung ändert. Dies zu notieren ist eine Sache. Aber wie kann man seine Position für ein Datum in 100 Jahren vorhersagen? Dafür reicht es nicht mehr, nur in den Himmel zu blicken. Man muss den Himmel in einen mathematischen Raum verwandeln. Und genau das taten die babylonischen Astronomen. Sie schufen ein konzeptionelles Universum, das auf Zahlen und Geometrie basierte. Der Himmel war für sie nicht länger nur eine Kuppel voller Lichter, sondern ein definierter Raum, ein Koordinatensystem. Die Ekliptik, die scheinbare Jahresbahn der Sonne, wurde zu ihrer X-Achse. Entlang dieser Achse maßen sie die Positionen der Planeten in Grad. Sie verstanden, dass die Bewegung der Himmelskörper nicht willkürlich, sondern periodisch war. Um diese periodischen Bewegungen zu beschreiben, entwickelten sie arithmetische Methoden von verblüffender Eleganz. Sie nutzten sogenannte Zickzack-Funktionen und Stufenfunktionen. Eine Zickzack-Funktion beschreibt eine Geschwindigkeit, die linear zu und dann wieder abnimmt, in einem stetigen, regelmäßigen Rhythmus. Dies war eine brillante Abstraktion der tatsächlichen Geschwindigkeitsänderungen eines Planeten auf seiner elliptischen Bahn. Es war nicht die exakte Realität, aber ein mathematisches Modell, das so gut funktionierte, dass es präzise Vorhersagen ermöglichte. Sie hatten die komplexe, göttliche Choreografie der Planeten in die reine, klare Sprache der Zahlen übersetzt. Sie betrachteten nicht mehr nur den Planeten selbst, sondern seine Bewegung als ein abstraktes, geometrisches Phänomen in einem Raum aus Zeit und Grad. Dieser gedankliche Sprung ist monumental. Er ist die Geburtsstunde der theoretischen Astronomie. Manchmal ist es ein einziges, unscheinbares Stück gebrannten Tons, das unser gesamtes Verständnis einer untergegangenen Welt auf den Kopf stellt. Ein solches Artefakt ist die Keilschrifttafel, die in der Fachwelt als Astronomical Cuneiform Text 56C, kurz ACT 56C, bekannt ist. Sie ist kein Omen, keine Göttergeschichte, sondern ein reiner Verfahrenstext, eine Anleitung zur Berechnung der Bewegung des Planeten Jupiter. Lange Zeit glaubte man, die babylonische Astronomie sei rein arithmetisch gewesen. Eine brillante, aber eben auf Zahlen basierende Buchhaltung des Himmels. Die Geometrie, so dachte man,
sei die große Domäne der alten Griechen gewesen. Doch als der Assyriologe Mathieu Ossendreifer diese und ähnliche Tafeln in den frühen 2000er Jahren neu untersuchte, offenbarte sich eine Sensation. ACT 56C beschreibt eine Methode, die uns den Atem stocken lässt. Um die Strecke zu berechnen, die Jupiter in einem bestimmten Zeitraum zurücklegt, taten die babylonischen Schreiber etwas Unerwartetes. Sie trugen die Geschwindigkeit des Planeten gegen die Zeit auf. Das Ergebnis ist eine abstrakte geometrische Figur, ein Trapez. Die Fläche dieses Trapezoids, so der Text, entspricht der zurückgelegten Strecke des Planeten. Dies ist eine Erkenntnis von fundamentaler Bedeutung. Es ist die Grundidee der Integralrechnung, wie sie von Newton und Leibniz fast 2000 Jahre später formalisiert wurde. Die Babylonier berechneten die Fläche unter einer Geschwindigkeitszeitkurve, um eine Distanz zu ermitteln. Wichtig ist hierbei die Abstraktion. Dieses Trapez existierte nicht am Himmel. Man konnte es nicht mit dem bloßen Auge sehen. Es war eine rein konzeptionelle Figur in einem mathematischen Raum. Die Babylonier nutzten Geometrie nicht nur, um Felder zu vermessen oder Gebäude zu bauen, sondern als Werkzeug, um die Dynamik des Kosmos zu verstehen. Sie hatten eine Verbindung zwischen einer geometrischen Fläche und einer physikalischen Bewegung hergestellt. Tafel ACT 56C ist der stumme, aber überwältigende Beweis dafür, dass die Wurzeln der mathematischen Physik viel tiefer reichen, als wir es uns je vorgestellt hatten. Sie zeigt uns einen Geist, der nicht nur beobachtete, sondern die zugrunde liegenden Regeln des Universums in einer abstrakten, geometrischen Sprache zu fassen versuchte. Lassen Sie uns nun einen Schritt weiter in dieses Reich der Abstraktion gehen. Die babylonischen Methoden, insbesondere ihre Zickzack-Funktionen, bergen eine konzeptionelle Tiefe, die an erstaunlich moderne mathematische Ideen erinnert. Es ist wichtig, hier mit der gebotenen intellektuellen Vorsicht vorzugehen. Wir behaupten nicht, die Babylonier hätten die moderne Fourier-Analyse gekannt. Doch die Analogie im Denken ist zu frappierend, um sie zu ignorieren. Was ist eine Fourier-Analyse? Im Kern ist es die Idee, dass jede komplexe periodische Welle, sei es eine Schallwelle oder ein Lichtsignal, in eine Summe von einfachen, regelmäßigen Sinus- und Kosinuswellen zerlegt werden kann. Es ist ein mächtiges Werkzeug, um komplexe Schwingungen in ihre fundamentalen Bausteine zu zerlegen. Nun betrachten wir, was die Babylonier taten. Sie sahen die komplexe, ungleichmäßige Bewegung eines Planeten am Himmel. Diese Bewegung ist ebenfalls periodisch, aber sie folgt keiner einfachen Kreisbahn. Die Geschwindigkeit ändert sich konstant. Anstatt nun zu versuchen, diese komplizierte Kurve exakt nachzubilden, näherten sie durch ihre arithmetischen Reihen an. Ihre Zickzack-Funktion, die ein lineares Ansteigen und Abfallen der Geschwindigkeit beschreibt, ist im Grunde die einfachste mögliche periodische Funktion nach einer Konstante. Sie ist eine Art Sägezahnwelle. Indem sie diese einfachen künstlichen Funktionen kombinierten, konnten sie die weitaus komplexeren realen Bewegungen der Planeten mit erstaunlicher Genauigkeit modellieren und vorhersagen. Sie zerlegten also ein komplexes natürliches Phänomen in einfachere, mathematisch handhabbare Komponenten. Das ist exakt der Kerngedanke, der auch der Fourier-Analyse zugrunde liegt. Es ist ein Paradigmenwechsel. Anstatt zu versuchen, die Natur 1:1 zu kopieren, schafft man ein System aus idealisierten mathematischen Bausteinen, um sie zu approximieren. Dieser Ansatz zeugt von einem tiefen Verständnis für die Natur periodischer Phänomene. Es ist, als hätten sie die grundlegende Harmonie hinter dem Chaos erkannt
und eine eigene mathematische Notation entwickelt, um diese Harmonie aufzuschreiben. Sie waren nicht nur Beobachter des Kosmos, sie waren seine ersten Komponisten, die die Symphonie der Sphären in der Sprache der Zahlen niederschrieben. Wenn wir heute das Wort Zodiak oder Tierkreis hören, denken die meisten von uns an Horoskope in Zeitungen. Doch diese populäre Assoziation verschleiert die ursprüngliche, weitaus tiefere Bedeutung dieser Erfindung. Der babylonische Zodiak war keine mystische Spielerei, sondern eine der brillantesten wissenschaftlichen Innovationen der Antike. Er war die Lösung für ein fundamentales Problem. Wie schafft man ein einheitliches, verlässliches und reproduzierbares Referenzsystem für den Himmel? Bevor der Zodiak standardisiert wurde, orientierten sich die Astronomen an den tatsächlich sichtbaren Sternbildern entlang der Ekliptik. Diese Konstellationen sind jedoch unterschiedlich groß, haben unklare Grenzen und sind nicht gleichmäßig am Himmelsband verteilt. Berechnungen waren dadurch umständlich und von Beobachter zu Beobachter inkonsistent. Die babylonischen Astronomen vollbrachten hier einen Akt reiner mathematischer Abstraktion. Sie lösten sich von den physischen Sternbildern und schufen ein idealisiertes System. Sie nahmen den vollen Kreis der Ekliptik, 360 Grad, eine Zahl, die wir ebenfalls von ihnen geerbt haben, und teilten ihn in 12 exakt gleiche Abschnitte von jeweils 30 Grad. Diesen Abschnitten gaben sie die Namen der Sternbilder, die sich ungefähr in diesen Sektoren befanden: der Widder, der Stier, die Zwillinge und so weiter. Der Zodiak war geboren. Er war in seiner Essenz ein himmlisches Lineal, ein göttliches Koordinatensystem. Plötzlich konnte die Position eines Planeten mit einer einzigen, eindeutigen Angabe beschrieben werden, zum Beispiel 15 Grad im Löwen. Jeder Astronom im ganzen Reich wusste sofort, wo er suchen musste. Berechnungen wurden standardisiert, Fehlerquellen minimiert. Es ermöglichte eine nie dagewesene Präzision und den Austausch von Daten über Generationen und weite Entfernungen hinweg. Diese Erfindung war so fundamental und elegant, dass sie von nachfolgenden Kulturen, den Griechen, den Römern, den Persern, den Indern, übernommen und bis heute weiterverwendet wird. Der Zodiak ist somit weit mehr als die Grundlage der Astrologie. Er ist ein Denkmal für den babylonischen Wunsch nach Ordnung, nach Systematik und nach einer universellen mathematischen Sprache, um den Kosmos zu beschreiben. Gute Nacht, liebe Freunde des Verborgenen. Wenn Reiche fallen, versinken ihre Städte oft in Staub und Vergessenheit. Doch das Wissen, das in ihnen wohnt, ist ein unruhiger Geist. Es sucht sich neue Heimstätten, reist auf den stillen Wegen des Handels, in den Köpfen von Gelehrten und auf den Seiten zerbrechlicher Manuskripte. Der Fall Babylons unter persischer und später griechischer Herrschaft markierte nicht das Ende seines intellektuellen Erbes, sondern den Beginn seines stillen Exports. Mit den Eroberungen Alexanders des Großen wurde die Welt kleiner. Ein riesiger Kulturraum entstand, der von Griechenland bis an die Grenzen Indiens reichte und in dem Ideen mit beispielloser Geschwindigkeit zirkulierten. Das neue Zentrum dieser hellenistischen Welt war nicht mehr Babylon, sondern die von Alexander gegründete Stadt am Nil, Alexandria. Hier, in der legendären Bibliothek und dem Museion, sammelten griechische Gelehrte das Wissen der bekannten Welt, und unter den wertvollsten Importen befanden sich die astronomischen Daten aus Mesopotamien. Dieser Transfer war kein einzelner triumphaler Akt, sondern ein langsames, fast unsichtbares Sickern. Es geschah durch Gelehrte wie Berossos, einen babylonischen Priester des Bel-Marduk, der im 3. Jahrhundert vor Christus nach Griechenland auswanderte
und die Geschichte und das Wissen seiner Heimat in griechischer Sprache niederschrieb. Es geschah durch Händler, die auf ihren Reisen nicht nur Gewürze und Seide, sondern auch Ideen und mathematische Techniken transportierten. Die Griechen, mit ihrer Liebe zur geometrischen Perfektion und philosophischen Modellen des Kosmos, trafen auf einen völlig anderen Ansatz. Die Babylonier boten keine umfassende Theorie des Universums. Sie boten etwas vielleicht noch Wertvolleres: Daten. Hunderte von Jahren sorgfältig aufgezeichneter Finsternisse, planetarischer Konjunktionen und synodischer Perioden. Sie lieferten die rohen, unbehauenen Fakten, die empirische Grundlage, auf der die Griechen ihre eleganten geometrischen Gebäude errichten konnten. Es war die Begegnung zweier Welten. Die arithmetische, algebraische Präzision Babylons traf auf die geometrische, modellbasierte Abstraktion Griechenlands. Aus dieser stillen Synthese, die in den Hallen von Alexandria stattfand, sollte eine neue Form der Astronomie geboren werden, die die Welt für die nächsten 1,5 Jahrtausende prägen würde. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen Mann vor, der im 2. Jahrhundert vor Christus auf der Insel Rhodos steht und den Nachthimmel beobachtet. Sein Name ist Hipparchos und er gilt vielen als der größte beobachtende Astronom der Antike. Er war ein Genie der Geometrie, ein Meister der Beobachtung. Doch sein vielleicht größter Geniestreich war die Erkenntnis, dass er nicht bei Null anfangen musste. Er wusste von dem Schatz, der im Osten lag. Hipparchos hatte Zugang zu den babylonischen Aufzeichnungen, insbesondere zu ihren detaillierten Finsternisberichten, die sich über Jahrhunderte erstreckten. Indem er seine eigenen Beobachtungen einer Mondfinsternis mit denen verglich, die Generationen von babylonischen Priesterastronomen aufgezeichnet hatten, machte er eine der tiefgreifendsten Entdeckungen in der Geschichte der Astronomie: die Präzession der Äquinoxien. Er bemerkte, dass sich die Position der Sterne im Verhältnis zu den Punkten der Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen langsam verschob. Der gesamte Himmel schien sich in einem Zyklus von Tausenden von Jahren zu drehen. Ohne die babylonische Zeitreihe, ohne diese Brücke in die tiefe Vergangenheit, wäre eine solche Entdeckung für einen einzelnen Beobachter unmöglich gewesen. Er stand, wie es Newton später ausdrückte, auf den Schultern von Giganten. Nur waren diese Giganten keine griechischen Philosophen, sondern anonyme babylonische Schreiber. Fast 3 Jahrhunderte später trat ein weiterer Gigant auf die Bühne: Claudius Ptolemäus in Alexandria. Sein Werk, der Almagest, wurde zur Bibel der Astronomie für die nächsten 400 Jahre. Auch Ptolemäus stützte sich massiv auf das Fundament, das vor ihm gelegt worden war. Er nutzte die Arbeiten von Hipparchos und zitierte explizit noch ältere babylonische Beobachtungen, um seine eigenen Modelle der Planetenbewegungen zu verfeinern und zu bestätigen. Die komplexen Epizykel und Differenten, die das ptolemäische System so berühmt und kompliziert machten, waren der griechische Versuch, die von den Babyloniern so präzise vorhergesagten Unregelmäßigkeiten der Planetenbahnen geometrisch zu erklären. Die Griechen lieferten das Warum in Form eines physikalischen Modells, aber das Was und Wann, die präzisen Daten und Vorhersagezyklen, hatten ihre Wurzeln tief in der mesopotamischen Erde. Es war keine Übernahme, sondern eine Veredelung, eine Synthese, die das Beste aus 2 intellektuellen Traditionen vereinte. Wenn wir in römischen Texten lesen, stoßen wir immer wieder auf eine geheimnisvolle Gruppe von Menschen, die Chaldäer. Für Autoren wie Cicero oder Juvenal war der Begriff eindeutig. Ein Chaldäer
war ein Sterndeuter, ein Astrologe, oft als Scharlatan und Wahrsager dargestellt, der den Reichen und Leichtgläubigen in Rom das Geld aus der Tasche zog. Dieses Bild hat sich über die Jahrhunderte gehalten und die bemerkenswerte wissenschaftliche Leistung der Babylonier lange Zeit überschattet. War diese Wahrnehmung also gerechtfertigt? Die Antwort ist, wie so oft in der Geschichte, kompliziert. Ja, die gesamte babylonische Astronomie war untrennbar mit der Astrologie verbunden. Das Ziel war nicht, das Universum um seiner selbst willen zu verstehen, sondern die Zeichen am Himmel als Omina zu deuten, als Botschaften der Götter, die das Schicksal des Königs und des Reiches vorhersagten. Die Tafelsammlung Enuma Anu Enlil ist im Grunde ein gigantischer Katalog von Himmelsereignissen und den irdischen Ereignissen, die darauf folgten. In diesem Sinne waren die babylonischen Astronomen tatsächlich Sterndeuter. Doch hier liegt die faszinierende Ironie. Um zuverlässige Omina zu erhalten, benötigten sie absolut zuverlässige Vorhersagen. Ein falsch vorhergesagtes Omen war nutzlos. Dieser Drang nach präziser Weissagung zwang sie, eine Mathematik zu entwickeln, die ihrer Zeit um Jahrtausende voraus war. Sie entwickelten komplexe arithmetische Reihen und Zickzackfunktionen, um die variablen Geschwindigkeiten der Planeten zu modellieren. Ihre Methoden waren rein algorithmisch und phänomenologisch. Sie fragten nicht, warum sich ein Planet so bewegt, sondern nur, wie man seine Position exakt berechnen kann. Die Römer, die im Allgemeinen praktischer und weniger an theoretischer Wissenschaft interessiert waren als die Griechen, übernahmen vor allem den Aspekt, den sie unmittelbar nutzen konnten: die Astrologie. Die zugrunde liegende, atemberaubend komplexe Mathematik blieb ihnen weitgehend verborgen. So wurde der Chaldäer zum Synonym für einen Magier, während der brillante Mathematiker dahinter unsichtbar blieb. Es ist eine der großen Tragödien der Wissenschaftsgeschichte, dass das Etikett der Magie die dahinterliegende, rigorose Wissenschaft so lange verdeckt hat. Lassen Sie uns für einen Moment die Mathematik beiseite legen und versuchen, in die Gedankenwelt eines babylonischen Priesters auf der Spitze eines Zikkurats einzutauchen. Für ihn war der Nachthimmel kein leeres, kaltes Vakuum, das von Gesteins- und Gaskugeln durchzogen war. Der Himmel war eine heilige Tafel, die göttliche Schrift des Universums selbst. Jedes Gestirn war die Manifestation einer Gottheit. Der Mond war der Gott Sinn, weise und beständig. Die leuchtende Venus war die Göttin Ishtar, launisch und mächtig in ihrer Liebe und ihrem Zorn. Jupiter war Marduk, der König der Götter, dessen majestätischer Weg über den Himmel die Ordnung im Kosmos aufrechterhielt. Die Bewegungen dieser Götter am Himmel waren ihre Handlungen, ihre Entscheidungen, ihre Kommunikation mit der Menschheit. Eine Finsternis war kein zufälliges, mechanisches Ereignis. Es war ein Moment, in dem ein Gott sein Antlitz verbarg. Ein Zeichen von enormer Macht und oft ein Vorbote großer Umwälzungen. In diesem Weltbild war die Trennung zwischen Wissenschaft und Religion, die uns heute so selbstverständlich erscheint, nicht nur unbekannt, sondern unvorstellbar. Astronomie war Theologie. Die sorgfältige Beobachtung und Berechnung der Himmelsbewegungen war ein Akt der Frömmigkeit, ein heiliger Dienst. Die mathematische Präzision, die wir in den Keilschrifttafeln finden, war nicht das Ergebnis eines säkularen, wissenschaftlichen Forscherdrangs im modernen Sinne. Sie war das Ergebnis des tiefen Wunsches, die Sprache der Götter so genau wie möglich zu verstehen. Ein präzises mathematisches Modell war ein besserer Übersetzer für den Willen der Götter. Es war ein Werkzeug, um die kosmische Ordnung
die Marduk bei der Schöpfung etabliert hatte, zu erkennen und aufrechtzuerhalten. Während die Griechen später nach den physikalischen Ursachen und der geometrischen Form des Universums fragten die Babylonier nach dem göttlichen Plan und dem Rhythmus. Ihre Wissenschaft war im Kern eine Form des Gebets, ein Dialog mit dem Göttlichen, geschrieben in der universellen Sprache der Zahlen. Und vielleicht ist es gerade diese tief empfundene, ehrfürchtige Motivation, die sie zu einer Präzision antrieb, die uns heute noch immer sprachlos macht. In unserer Reise durch die präzise Welt der babylonischen Himmelskunde müssen wir einen Moment innehalten und uns einem modernen Mythos zuwenden, der oft fälschlicherweise mit den alten Mesopotamiern in Verbindung gebracht wird. Es ist die Geschichte eines vagabundierenden Planeten namens Nibiru, der angeblich in einer langen elliptischen Bahn unser Sonnensystem durchquert und Zerstörung bringt. Diese Erzählung, populär gemacht durch Autoren wie Zecharia Sitchin, postuliert, dass die alten Sumerer und Babylonier von diesem 12. Planeten wussten und ihn als Heimat außerirdischer Götter, der Anunnaki, betrachteten. So verlockend diese Vorstellung für manche klingen mag, so wichtig ist es, sie als das zu erkennen, was sie ist. Eine Fiktion des 20. Jahrhunderts, die auf fehlerhaften Übersetzungen und einer Missachtung des historischen Kontextes beruht. Kein einziger anerkannter Assyriologe oder Experte für Keilschrift stützt diese Thesen. Der Begriff Nibiru existiert tatsächlich in babylonischen Texten, aber seine Bedeutung ist eine völlig andere. In den astronomischen Tafeln, insbesondere im Schöpfungsepos Enuma Elish, bezeichnet Nibiru einen himmlischen Ort oder ein Objekt, das mit dem höchsten Punkt der Ekliptik, dem Äquinoktium, in Verbindung steht. Er ist ein Übergangspunkt oder eine Fähre der Himmelswege. Meistens wird der Begriff mit dem Planeten Jupiter identifiziert, dem königlichen Stern, der die anderen Planeten in ihrer Bewegung zu ordnen schien. Manchmal wird er auch mit Merkur assoziiert. Doch in keinem einzigen Fall wird Nibiru als ein ferner, bewohnter Planet beschrieben, der eine kataklysmische Bedrohung darstellt. Die babylonische Astronomie, die wir in den letzten Kapiteln kennengelernt haben, war das genaue Gegenteil von Sensationalismus. Sie war eine disziplinierte, mathematische und beobachtende Wissenschaft. Ihre Stärke lag in der geduldigen Aufzeichnung von Zyklen und der Entwicklung von Vorhersagemodellen, die auf realen Daten basierten. Die Idee eines versteckten Planeten, der alle paar tausend Jahre auftaucht, widerspricht dem Geist und der Methodik dieser Kultur. Die wahre Magie liegt nicht in erfundenen Katastrophen, sondern in der intellektuellen Leistung, aus dem scheinbaren Chaos der Sterne eine Ordnung herauszulesen, die bis heute nachwirkt. Unsere Kenntnisse über die babylonische Astronomie wären nur ein Schatten ihrer selbst, gäbe es nicht eine der größten Tragödien und zugleich einen der glücklichsten Zufälle der Archäologie. Die Geschichte führt uns ins 7. Jahrhundert vor Christus, in die assyrische Hauptstadt Ninive, zum letzten großen König des Neuassyrischen Reiches, Assurbanipal. Er war nicht nur ein gefürchteter Kriegsherr, sondern auch ein Gelehrter, ein Mann, der besessen davon war, das gesamte Wissen seiner Zeit zu sammeln und zu bewahren. Er sandte seine Schreiber in die entlegensten Winkel seines Reiches mit dem Auftrag, jede Tontafel zu kopieren oder zu erwerben, die sie finden konnten. In seinem Palast in Ninive erschuf er so die erste systematisch organisierte Bibliothek der Welt. Sie umfasste über 30.000 Tontafeln, die alles enthielten. Mythen wie das Gilgamesch-Epos,
Gesetzestexte, medizinische Abhandlungen, Wörterbücher und, für unsere Geschichte von entscheidender Bedeutung, Tausende von astronomischen Beobachtungen, Omensammlungen wie die Enuma Anu Enlil und mathematische Tabellen. Es war das intellektuelle Herz einer ganzen Zivilisation in Lehm gebrannt. Doch im Jahr 612 vor Christus fiel dieses Herz dem Feuer zum Opfer. Eine Koalition aus Babyloniern und Medern belagerte, eroberte und zerstörte Ninive. Die prächtigen Paläste wurden geplündert und in Brand gesteckt. Was das Ende hätte sein sollen, wurde zur Rettung. Das Feuer, das die Papyrus- und Wachstafeln vernichtete, tat den Tontafeln einen unerwarteten Dienst. Es brannte sie hart wie Ziegel. Die Bibliothek wurde unter den einstürzenden Mauern des Palastes begraben und durch die Katastrophe für die Ewigkeit konserviert. Mehr als 2,5 Jahrtausende später, Mitte des 19. Jahrhunderts, gruben Archäologen wie Austin Henry Layard die verschütteten Ruinen aus und stießen auf die Scherben dieses Wissensschatzes. Stück für Stück setzten sie das Puzzle zusammen und gaben uns den Schlüssel zu einer verlorenen Welt. Viele der präzisesten astronomischen Tagebücher und Vorhersagemodelle, die wir heute kennen, stammen aus den verbrannten Überresten von Assurbanipals Traum. Es ist eine tiefgreifende Ironie, dass die Zerstörung einer Stadt uns ihr größtes Geschenk hinterließ: das Wissen über die Sterne. Haben Sie sich jemals gefragt, warum wir unsere Zeit so messen, wie wir es tun? Warum 1 Minute 60 Sekunden hat und 1 Stunde 60 Minuten? Oder warum ein Kreis in 360 Grad unterteilt ist? Die Antwort auf diese alltäglichen Fragen liegt nicht in der modernen Technik, sondern ist ein tiefes, leises Echo von den Tontafeln Mesopotamiens. Das Fundament dieses Erbes ist das Zahlensystem der Babylonier, das Sexagesimalsystem, das auf der Basis 60 beruht. Warum ausgerechnet 60? Weil es eine bemerkenswert praktische Zahl ist. Sie hat viele Teiler, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 und 60, was Berechnungen mit Brüchen ungemein erleichtert. Für eine Kultur, die Handel trieb, Land vermaß und den Himmel vermaß, war dies ein unschätzbarer Vorteil. Die babylonischen Astronomen wandten dieses System auf ihre Himmelsbeobachtungen an. Sie waren die Ersten, die den Kreis der Ekliptik, den scheinbaren Pfad der Sonne durch die Sterne, in 360 Grade unterteilten. Diese Einteilung war kein Zufall. Sie entsprach ungefähr der Anzahl der Tage im Jahr und passte perfekt zu ihrem Zahlensystem. Dieses Konzept der 360 Grad war so elegant und nützlich, dass es von nachfolgenden Kulturen übernommen wurde. Die griechischen Astronomen, allen voran Hipparchos und später Ptolemäus, erkannten den Wert des babylonischen Systems und integrierten es vollständig in ihre eigenen geometrischen Modelle des Kosmos. Ptolemäus ging in seinem monumentalen Werk, dem Almagest, noch einen Schritt weiter. Er unterteilte jedes der 360 Grade in 60 kleinere Einheiten, die er Partes Minutae Primae nannte, die ersten kleinen Teile. Daraus entstand unser Wort Minute. Jede dieser Minuten unterteilte er wiederum in 60 Partes Minutae Secundae, die zweiten kleinen Teile, unsere heutigen Sekunden. Ursprünglich zur Messung von Winkeln am Himmel gedacht, wurde dieses System später auf die Messung der Zeit übertragen, als die ersten mechanischen Uhren mit kreisförmigen Zifferblättern aufkamen. Jeder Blick auf die Uhr ist somit eine unbewusste Verbeugung vor den babylonischen Schreibern. Ihr intellektuelles Erbe ist so tief in unserer Zivilisation verankert, dass wir es täglich nutzen, ohne darüber nachzudenken. Ein stiller Beweis für die Langlebigkeit
einer brillanten Idee. Wir haben die erstaunliche Präzision der babylonischen Astronomen gesehen, ihre Fähigkeit, Finsternisse vorherzusagen und die Bewegung der Planeten mit reiner Arithmetik zu erfassen. Wir wissen, was sie taten, und wir verstehen weitgehend, wie sie es taten. Doch je tiefer wir in ihre Welt eintauchen, desto deutlicher wird, was wir alles nicht wissen. Es bleiben fundamentale Rätsel, die uns daran erinnern, dass wir nur durch ein kleines Fenster in diese ferne Vergangenheit blicken. Die vielleicht größte Frage betrifft die Theorie hinter der Praxis. Hatten die babylonischen Astronomen ein physikalisches oder geometrisches Modell des Kosmos, so wie es später die Griechen entwickelten? Lange Zeit ging die Forschung davon aus, dass ihre Herangehensweise rein numerisch war, eine Art Blackbox-Wissenschaft, die sich auf das Finden von Mustern und die Erstellung von Tabellen konzentrierte, ohne sich um die zugrunde liegende Mechanik zu kümmern. Doch neuere Entdeckungen haben dieses Bild ins Wanken gebracht. Die Analyse von Tafeln, die die Bewegung des Jupiter beschreiben, hat gezeigt, dass die Babylonier abstrakte geometrische Methoden nutzten. Sie berechneten die Position des Planeten, indem sie die Fläche eines Trapezoids in einem konzeptionellen Geschwindigkeitszeitraum bestimmten. Eine Form der Abstraktion, die man lange Zeit ausschließlich den Griechen zugeschrieben hatte. Dies wirft die Frage auf, wie tief war ihr theoretisches Verständnis wirklich? Ein weiteres Rätsel ist die soziale Welt der Astronomen selbst. Wir kennen einige ihrer Namen, denn sie signierten ihre Tafeln stolz. Aber wer waren diese Menschen? Bildeten sie eine elitäre Gilde, die ihr Wissen eifersüchtig hütete? Wie wurde diese hochkomplexe Wissenschaft von einer Generation zur nächsten weitergegeben? Waren es Priester, die in den Tempeln arbeiteten, oder eine eigene Klasse von Gelehrten? Die Tafeln schweigen über die Details ihres Alltags, ihrer Ausbildung und ihrer philosophischen Debatten. Und schließlich müssen wir uns der bitteren Realität des Verlustes stellen. Die Zehntausenden Tafeln, die wir besitzen, sind nur ein winziger Bruchteil dessen, was einst existierte. Was stand auf den Tafeln, die zu Staub zerfielen, als Brennstoff verwendet oder noch nicht gefunden wurden? Vielleicht die Antwort auf die Frage nach einem kosmologischen Modell. Vielleicht detailliertere Erklärungen ihrer Methoden. Die Geschichte der babylonischen Astronomie ist noch nicht zu Ende geschrieben. Sie liegt in Fragmenten vor uns, ein Mosaik mit vielen fehlenden Steinen. Jede neu übersetzte Tafel kann unser Verständnis revolutionieren und uns daran erinnern, dass die größten Geheimnisse nicht am Himmel, sondern hier auf der Erde, in der Stille des Tons, verborgen liegen.